Hallo, willkommen zurück im Lamrim. Wie du sehen kannst, beginnen wir mit einem Pfirsichbaum. Das ist der wahre Pfirsichbaum vor meinem Haus. Wir haben ihn dieses Jahr gepflanzt und irgendwie ist er während der Pandemie sehr gut gewachsen. Wir sprachen über eine berühmte Metapher, über die Chandrakirti geschrieben hat. Er sagte, Liebe ist wie der Samen eines Pfirsichbaums. Liebe ist wie das Wasser und Dünger für den Pfirsichbaum. Und Liebe ist wie ein Pfirsich zu essen. Toktapar. Wie am Anfang, am Ende und zwischendurch. Als ein Same, als eine Frucht und als ein Baum. Liebe ist in allen drei Zeiten wichtig. Tsongkhapa war vorsichtig genug, um zu sagen, schau, wir verwenden drei verschiedene Bilder während des Wachstums eines Baumes. Aber vergiss nicht, wir sprechen über die eine Liebe. Die Liebe ist dieselbe. Wir haben drei Beispiele. Der Same eines Baumes, das Wachstum des Baumes und dann die Frucht des Baumes. Aber in Wirklichkeit sprechen wir nur über eine Liebe, eine einzige Liebe. Und das ist, warum Chandrakirti das Wort Liebe wiederholt. Liebe und einzig Liebe, weil er uns wissen lassen möchte, dass Liebe das Beispiel in allen drei Metaphern ist. Also gut, wir kommen zum Lamrim-Text zurück. Sabantar bedeutet Schau, Mitgefühl. Nyingje, Karuna, ist wie der Same. Warum? Er sagt, weil am Anfang zeichnet es dich als einen Bodhisattva. Es zeichnet dich. Das ist es, was dich am Anfang als einen Bodhisattva auszeichnet, als hättest du ein Zeichen oder ähnliches auf deinem Kopf, wenn du diese Art von Mitgefühl hast. Und ich finde es sehr schön, wenn du über Mitgefühl sprichst, in den 7 Schritten von Ursache und Wirkung vom Bodhicitta-Training. Ich denke, es ist gut, dass wenn du über Mitgefühl sprichst, du über geteiltes Leid nachdenkst. Ich denke, Mitgefühl bedeutet, dass du dich in andere Menschen einfühlst. Mitgefühl beinhaltet, dass du selbst Schmerz verspürt hast. Wenn du dann andere Menschen damit siehst, fühlst du Mitgefühl. Ich denke, Mitgefühl ist eine Art Erfahrung, Schmerz mit der Welt zu teilen. Die Welt ist für jeden schmerzhaft. Die größten Menschen bis zu den kleinsten haben denselben Schmerz und es ist eine geteilte Erfahrung. Es ist etwas, was uns alle zusammenbringt. Es sollte uns alle zusammenbringen. Ich denke, wir geraten in den Schmerz und wir werden ärgerlich und dann bekämpfen wir uns gegenseitig, aber in Wirklichkeit erfahren wir alle den gleichen Schmerz. Wir stürzen mit demselben Flugzeug ab. Ich denke, Schmerz sollte uns zusammenbringen. Wir sollten denken, ich habe heute Schmerzen in meinem Fuß und jeder um mich herum hat irgendeine Art von Schmerz. Das sollte uns weicher gegenüber anderen machen, denke ich. Somit sagt er am Anfang, diese Art von Mitgefühl zeichnet dich als Bodhisattva aus. Und es ist letztendlich diese Art von Empathie, bei der du denkst, ich empfinde den gleichen Schmerz, den auch du hast. Das ist es, was uns zu der Vision eines Bodhisattva führt. Schlussendlich führt uns diese Art zu denken, dass jeder um mich herum irgendeine Art von Schmerz verspürt. Diese Art zu denken ist es, was dich zu einem Bodhisattva macht. Das ist nicht sehr schwierig. Es ist nicht schwer anzuerkennen, dass jeder um uns herum die gleichen Probleme hat wie wir. Heute war es mein Fuß oder etwas anderes. Und es ist kein großer, logischer Sprung, um zu verstehen, dass jeder irgendetwas am Laufen hat. Das ist ein sehr kraftvoller Same, sagt Chandrakirti. Das ist ein kraftvoller Same für Bodhicitta. Pardon im nächsten Absatz. Das ist also am Anfang und nun zwischendurch. Während unserer Arbeit auf dem spirituellen Weg ist dieses Mitgefühl wie Wasser.
Oder hier sagt er le, was Dünger bedeutet, wie Wasser oder Dünger für den Baum. Warum? Wenn du das Gefühl von geteiltem Leid hast, wir haben das alle gemeinsam, wenn du diese Haltung hast, dass wir alle zusammen diesen Schmerz haben. Das ist die Art von Kocha. Wisst ihr noch, was Kocha ist? Rüstung. Die Rüstung eines Ritters, das Kettenhemd, das du anziehst. Nachdem du auf dem spirituellen Pfad bist, ist dieses Bewusstsein, dass wir alle Probleme haben, wir alle ziemlich gleich leiden, wie eine Rüstung ist. Und diese Rüstung bedeutet für deine Tsundro. Das bedeutet, wenn du deine buddhistische Praxis machst, machst du sie in einer guten Stimmung. Du bist also kein schlecht gelaunter Bodhisattva. Du bist eher, yeah, wir sitzen alle im selben Boot. Und was soll's? Komm, lass uns etwas Gutes mit unserem Leben anfangen. Lass uns etwas Schönes miteinander machen. Das ist eine Art von Tsundro, dieses Mitgefühl oder diese Empathie für andere Menschen, wo uns allen bewusst ist, dass wir alle Probleme haben. Es ist schwer zu sagen, wessen Probleme schlimmer sind. Wir alle haben Probleme. Und das zu wissen, schützt unsere Freude wie eine Rüstung oder ein Schild. Es schützt deine Freude in deiner Praxis. Dann wirst du nicht zu ernst oder missgelaunt. Du bist eher, okay, das schaffe ich. Und das schützt dich vor Ausfällen deiner Praxis. Und übrigens, wenn du noch nie einen Ausfall in deiner Praxis hattest, ist es, weil du nicht praktizierst. Großvater hat jeden zweiten Tag einen Praxisausfall. Wenn du also keinen Ausfall deiner Praxis hast, denke ich, bist du kein menschliches Wesen oder so ähnlich. Wir alle verpatzen etwas, wir alle haben Praxisaussetzer. Aber wenn du dich daran erinnerst, dass wir alle so ziemlich gleich leiden, dann werden deine Praxisaussetzer kürzer und du kommst schneller zu deiner Praxis zurück. Nebenbei, wenn du einen Aussetzer in deiner Praxis hast, du wirst deprimiert oder du tust etwas, von dem du dachtest, du würdest es nicht wieder tun, macht nichts. Steh auf und denke dir, ach, jeder vermasselt etwas. Wir vermasseln alle gleichermaßen. Komm schon, zurück aufs Pferd und lasst uns weitermachen. Also gut, das ist der Anfang und zwischendurch. Dharma bedeutet im nächsten Absatz, das ist sehr interessant, dass selbst nachdem du Erleuchtung erlangt hast, also du hast Buddhaschaft erreicht, da solltest du keine Schritte mehr benötigen, um Bodhicitta zu bekommen, richtig? Wenn du Buddhaschaft erreicht hast, bist du vielleicht 6 der 7 Schritte entwachsen. Das macht Sinn, richtig? Ich habe schon Bodhisattva erreicht. Somit brauche ich die ersten 6 Stufen nicht mehr. Und Chandrakirti sagt, nein, 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 denk ja nicht so. Buddhas lieben Pfirsiche. Buddhas lieben ihre Erleuchtung. Buddhas erfreuen sich über das Gefühl von geteilter Empathie. Sie geben das nicht auf, nachdem sie ein Buddha geworden sind. Wenn du ein vollkommener Bodhisattva wirst, wenn du schlussendlich Bodhicitta erreichst, welches die Vision eines Bodhisattva ist, wenn du schlussendlich das erreichst, ist es nicht so, als entwächst du dem Mitgefühl. Mitgefühl wird dann eine Art köstliche Frucht, die du für immer essen kannst. Für Milliarden von, für immer. Es ist also nicht so, dass du dem entwächst. Du brauchst es als einen Samen für deine Bodhisattva-Praxis. Du brauchst es, um deine Freude zu schützen, während du ein Bodhisattva bist. Nachdem du ein Buddha wurdest, setzt du dich hin und kaust darauf rum und erfreust dich einfach am Gefühl von geteilter Empathie. Nun kommen wir hier zum nächsten Thema. Dieses Gefühl von geteiltem Leid ist entscheidend für, in der Mitte der nächsten Zeile Jakle, das Gefühl von geteiltem Leid ist, was dein Jakle deines Bodhicitta entscheidet. Das bedeutet, wenn du Gitarre spielst und du spannst die Saite sehr stark, das heißt Jak.
Und dann lockerst du die Saite, das heißt Le. Also, das bedeutet, wie stark ist die Saite deiner Gitarre gespannt, das nennt sich so. Und was hat das mit Bodhicitta zu tun? Ob deine Vision der Zukunft, von Planet zu springen, stark ist oder eher so schlaf, ist durch dein Mitgefühl bestimmt. Das Mitgefühl ist die Hand, welche die Saite spannt. Wenn dein Mitgefühl, dein Gefühl von geteiltem Leid stark ist, dann ist dein Bodhicitta straff und macht einen wunderschönen Klang. Aber wenn dein Mitgefühl faul ist und du nicht darüber nachdenkst, wie wir alle zusammen leiden, dann wird dein Bodhicitta irgendwie schlaff sein und locker. Boing, boing. Verstanden? Alles klar. Und Nyerbol ist parallel zu Chakle. Bedeutet, wie straff ist die Saite. Bedeutet, wie schnell ist der Fortschritt. Wie schnell fährt das Auto. Hier haben wir ein Bild von einem Auto. Als ich ein Teenager war es der 7. Himmel, ein Auto zu bekommen. Am Tag, an dem ich Veronica traf, war ich unter einem Rennauto und reparierte es. Ich sah ihre Füße zuerst. Für einen Jungen aus Arizona war ein schnelles Auto wie der 7. Himmel. Und wie schnell ist dein Bodhicitta? Wie schnell bist du auf dem Pfad unterwegs? Salam. Wie schnell gehst du durch die 5 Pfade? Wie schnell durchläufst du die 10 Bodhisattva-Levels? Es hängt alles davon ab, wie stark dein Gefühl ist. Dass wir alle mit demselben Flugzeug abstürzen. Wir sind alle im gleichen Boot. Er hat hier 3 Paare von Wörtern. Er hat Chakle, Nyerbol, Chechung. Die Festigkeit deines Mitgefühls bestimmt dein Bodhicitta. Die Geschwindigkeit, mit der du gehst, schnell oder langsam, ist bestimmt durch dein Mitgefühl. Und das bedeutet große oder kleine Kraft deines geteilten Gefühls von Schmerz, Schmerz mit anderen zu teilen. Das ist, was dein Auto beschleunigt. Also gut, nächster Absatz. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes. Er sagt, schau, jeder weiß, dass wenn du Menschen wirklich helfen willst, solltest du den Diamantweg praktizieren, die geheimen Lehren. Also, wenn du Menschen wirklich helfen willst, dann solltest du den Diamantweg praktizieren oder die geheimen Lehren. Wieso? Weil es schneller ist. Du kannst in einem Leben statt in ein paar Milliarden Leben Erleuchtung erlangen, wenn du den Diamantweg praktizierst. Dann, sehr interessant, fordert er uns heraus. Pabonka sagt, möchtest du wissen, warum es schneller ist? Möchtest du raten, warum es schneller ist? Und dann solltest du sagen, ich weiß von dem, was du gerade sagtest. Ja, Tantra muss schneller sein, weil du mehr Mitgefühl hast. Vielleicht funktionieren deshalb die geheimen Lehren schneller. Vielleicht, wenn du dein Mitgefühl zu einem höheren Niveau hochfährst. Das ist es, was den Diamantweg schneller macht. Es ist die Kraft von Mitgefühl, was Tantra schneller macht. Du fährst dein Gefühl, dass wir miteinander leiden, nach oben. Und dann hast du den Diamantweg betreten. Wir haben Spaß in Sedona, weil die Leute hier Babys bekommen. Gott sei Dank bin das nicht ich, aber Nick und Erin haben ein Baby bekommen.
Adam und Katie bekamen ein Baby und dann Seiji und Noor bekamen jetzt ein Baby. Und wenn du Maitri triffst, wahrscheinlich hast du seine Bilder schon gesehen, aber solltest du seine Bilder noch nicht gesehen haben, haben wir welche, Tim? Ich schicke dir eines, es gibt ein neues. Hier kannst du sehen, dass ich ein richtiger Opa bin, weil ich tatsächlich alle Bilder anschaue, die sie mir senden. Möchtest du ein ernstes oder das Verschlafene? Das Niedlichste. Und wo Menschen sagen, oh, okay, Tim wird es zeigen. Mal sehen. Wo ist Tim? Okay. Okay, nebenbei, ich verschwende keine Zeit, das hat alles seinen Grund. Ich schicke es dir auf dein Handy. Wenn du ein Baby hast, wie Noor und Seiji ein Baby haben, und dieses Baby ins Lagerfeuer fällt, wenn das niedliche kleine Baby ins Lagerfeuer fällt, Hlungna, wenn wir alle daneben stehen, ich, Tim, Christina, und wir sehen das Baby ins Lagerfeuer fallen, dann da ist Maitri von vor ein paar Tagen. Wenn also ein Baby ins Lagerfeuer fällt, wer wird als erster reagieren? Mama, natürlich, Noor. Klar, Noor und Seiji. Sie werden eine Millisekunde vor uns allen anderen reagieren. Nicht, weil wir nicht mitfühlend sind. Wir sind gute Menschen. Aber wir lieben das Baby nicht wie sie. Sie werden sich augenblicklich bewegen. Sie werden sich bewegen. Und erst dann werden wir uns bewegen. Oh, lasst uns was tun. Und dann folgen wir den Eltern. Aber sie werden sofort aufspringen. Das heißt hier, Mama und Papa werden schnell handeln. Großvater, Onkel, Tante, hier ist das Bild. Du kannst hier das Bild sehen. Onkel und Tante, sie bewegen sich langsamer. Opa Mike. Ich denke, die Eltern sitzen am Tischende und Onkel und Tante sind auf der linken Seite. Und wenn das Mädchen auf der rechten Seite plötzlich ihr Messer fallen lässt und sich selbst dabei verletzt, werden die Eltern zuerst reagieren. Und später werden der Onkel und die Tante etwas unternehmen, eine Sekunde später. Aber die Eltern reagieren zuerst. Das bedeutet Verwandte, Onkel, Tante, Cousine, Freund, Großvater, bewegen sich nicht so schnell. Es sind Mutter und Vater, die zuerst reagieren. Wie schnell du dich bewegst, ist, Entschuldigung, Drakshen. Drak bedeutet kraftvoll und wird für zornige göttliche Wesen verwendet. Und dann Shenba bedeutet verwässert, schwach. Shenba bedeutet schwach. Ob dein Mitgefühl wie ein Tiger ist oder ob dein Mitgefühl wie ein verschlafener Kerl ist, das entscheidet, wie schnell du gehen kannst, wie schnell du dich bewegst. Wenn du ein Problem hast, dass du ein schwächliches Mitgefühl hast, wenn dein Mitgefühl schwach ist, dein Mitgefühl nicht stark ist, dein Mitgefühl wie ein träger Kerl ist, dann hast du ein Problem. Das heißt Shenba. Wenn dein Mitgefühl ein wenig Shenba ist, sagt Pabonka, ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe eine Heilung für Schwäche. Was ist ein anderes Wort für schwach? Halbherzig. Halbherziges Mitgefühl. Wenn du halbherziges Mitgefühl hast, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Ich weiß etwas, was du tun kannst. Was? Meditiere. Hast du ein Bild für mich, Seiji? Entschuldige, ich sage ständig Seiji zu Pachi, ich weiß nicht warum. Es ist, weil ihr beide mit einem I endet oder so etwas. Ja, das ist ein richtiges Foto, ich habe es im Internet gefunden. Dieses Schaf.
Wenn Sie es mit Farbe markieren, bedeutet es, töte dieses Schaf, töte dieses heute. Die Farbe am Rücken des Schafes bedeutet, töte dieses heute. All diese Babyschafe werden zu Kalbfleisch verarbeitet. Wie sagt man dazu in Österreich? Dort gibt es ein spezielles Gericht. Wiener Schnitzel, Wiener Schnitzel? Ich schätze, es ist Wiener Schnitzel, ich weiß es nicht. Egal, sie müssen ein Schafbaby töten, um es zu bekommen, um es zu machen. Dieses Bild ist unglaublich, weil sie alle Mütter auf eine Seite gestellt haben und alle Schafbabys auf die andere Seite. Und sie werden die Schafbabys töten. Und dieses Schafbaby versucht, über den Zaun zurück zu seiner Mutter zu kommen. Es spürt, dass es in den nächsten paar Minuten getötet wird und kämpft, um über den Zaun zu seiner Mutter zu kommen. Vermutlich versucht auch seine Mutter ihm zu helfen, zurückzukommen. Pabonka sagt, wenn du ein Problem hast, Mitgefühl zu spüren, wenn du auf eine Art kaltherzig bist oder vielleicht bist du auch nur zu beschäftigt, Mitgefühl zu fühlen, dann sagt er, schließe deine Augen. Stell dir ein Schaf vor. Stell dir dieses Schaf vor, ein echtes Schaf. Ich bin mir übrigens sicher, dass dieses nur ein paar Minuten später getötet wurde. Jemand hat ein großes Messer und sie halten das Schaf umgedreht am Boden fest. Hier bedeutet, wie sagst du dazu in Chinesisch? Hien? Wie sagt man Erde und Himmel? Erde und Himmel sind für das Schaf verdreht. Es bedeutet, es liegt auf seinem Rücken und der Himmel ist der Boden. Der Boden ist der Himmel, es ist auf seinem Rücken. Die Welt ist auf den Kopf gestellt. Die Welt ist umgedreht. Es ist umgedreht, auf seinem Rücken, Gesicht oben. Dann binden sie seine Füße fest. Sie fixieren die Beine des Schafs. Keine Hoffnung auf Flucht. Das Schaf ist nicht dumm. Das Schaf weiß. Im Gegensatz zu Jepak, es weiß es direkt. Es ist nicht logisch, es verwendet keine Logik. Es weiß, vielleicht werde ich getötet. Es ist nicht dumm. Münzum bedeutet, es hat eine direkte Einsicht in die nächsten 5 Minuten. Es weiß, es wird sterben. Es kann nicht weglaufen. Es weiß, es hat keine Hoffnung zu entkommen. Und es weiß, Superman wird nicht in den nächsten 2 Minuten auftauchen. Es weiß, es gibt kein Superman-Schaf, das auftaucht und es gehen lässt. Das weiß es. Es fängt an zu weinen. Tiere fangen an zu weinen. Sie wissen, wenn sie kurz davor sind, zu sterben. Und es kommen ihnen die Tränen. Shenba bedeutet der Metzger, der mit dem Messer. Und es schaut ins Gesicht des Metzgers, in das Gesicht des Menschen. Rik Rik bedeutet, es weiß, es weiß, es weiß, was los ist. Es weiß, was geschieht. Es ist verängstigt. Es fürchtet um sein Leben. In diesem Gefühl des vollkommenen Schreckens wird es dann getötet. Es verliert sein Leben. Es verliert sein Leben im Zustand des Schreckens darüber, was passiert. Es weiß, was passiert. Und das Grauen nimmt kein Ende. Das Messer kommt auf es zu und es stirbt. Es gibt viele Möglichkeiten, Tiere zu töten. Wenn das hier für dich nicht funktioniert, kannst du das mit den Rindern nehmen. Nimm einen Haken, leg sein Bein rein, dann hängt es kopfüber. Es hängt kopfüber, es ist so und der Mann. Ich habe eine Freundin in Argentinien. Ihr Ehemann ist Metzger in einem Schlachtbetrieb. Er erzählte, dass dort alle psychische Probleme haben. All die Männer mit dem Messer beginnen, ernsthafte psychische Probleme zu entwickeln, weil sie den ganzen Tag Tiere töten müssen und mit Blut befleckt sind.
Also wenn du Probleme hast, Empathie zu empfinden, dann denk einfach an das kleine Schafbaby auf dem Bild, an das kleine Lamm. Du und ich, wir sind so hartherzig, dass wenn wir einen Film sehen, es gibt Filme von vegetarischen Gruppen und wenn du diese Filme dir anschaust, dann denken wir, oh, schau. Ich glaube nicht, dass die wirklich etwas fühlen. Es sind ja nur Tiere. Ich höre dieses Argument oft. Du hast dieses Argument wahrscheinlich auch oft gehört. Ja, ich muss nicht Vegetarier sein. Wieso? Wir können Tiere töten. Einige Menschen sagen, dass das in der Bibel steht. Ich denke, das ist Unsinn. Tiere gehören den Menschen, Menschen können Tiere töten, Tiere fühlen nichts. Also bitte, warum geben die Amerikaner dann im Jahr 3 Milliarden Dollar aus, um ihre Haustiere glücklich zu machen, wenn Haustiere doch nichts fühlen können? Dieselben Menschen, die sagen, du kannst ein Tier töten und es fühlt nichts, geben dann im Jahr 3 Milliarden Dollar aus, um ihre Haustiere glücklich zu machen. Das ist ein Widerspruch, ein gewaltiger Widerspruch. Natürlich verstehen sie es. Deswegen streichelst du einen Hund, weil es ihn glücklich macht. Da. Mein Ballettlehrer sagte immer, da. Okay. Das bedeutet, ich weiß, einige von euch denken, dass Tiere nicht wirklich wissen, was vor sich geht und sie ohne irgendwelche Gefühle sterben. Aber ich werde dir eine Geschichte erzählen, sagt er. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Ich werde dir beweisen, dass du falsch liegst. Erzähl mir nicht, dass sie nicht wissen, was vor sich geht. Es war vor nicht allzu langer Zeit, da war ein Metzger, der Schafe tötete. Er hatte eine große Schafherde und er tötete eines nach dem anderen. Ein paar waren schon vorher gegangen, also ein paar waren bereits tot. Das bedeutet Vergangenheit, richtig, Tim? Er hat schon ein paar getötet. Als er das nächste schnappte, um es zu töten, wenn er gerade das nächste schnappte, um es zu töten, während er kurz abgelenkt war, als er versuchte, das nächste Schaf zu ergreifen, um es zu töten, legte er sein Messer auf den Boden. Und da war ein anderes Schaf neben dem Messer. Dann versuchte das andere Schaf, Erde über das Messer zu schieben, um das Messer zu verstecken, damit es der Metzger nicht findet. Das zweite Schaf war irgendwie, ich sag mal, es war wahrscheinlich super schlau und versuchte das Messer mit Dreck zu bedecken. Bawa bedeutet versuchen, es zu verstecken. Rab, dieses Rab bedeutet, das ist Jataka, das bedeutet Geschichten über Geburt. Das bedeutet eine Fabel oder Geschichte. Sökawa bedeutet untragbar. Diese Tiere, denke nicht, sie haben keine Gefühle. Natürlich haben sie Gefühle. Das ist, warum du einen Hund streichelst. Das ist, warum du eine Katze streichelst. Sie hat Gefühle. Du kannst dich entscheiden, Fleisch zu essen. Du kannst dich entscheiden, diese Tiere zu töten. Und du bist genauso der Mörder, wenn du Fleisch isst, als wenn du sie erstichst. Das ist genau das Gleiche. Wenn du Fleisch isst, erstichst du dieses Schaf. Du bist nicht anders als der Metzger, du bist genau gleich. Tatsächlich bist du noch schlimmer, denn du bezahlst den Metzger. Also machst du doppeltes Karma. Also du kannst also sagen, ich werde weiterhin Fleisch essen, Gesche-la, aber sag mir nicht, dass sie nichts fühlen. Das ist Schwachsinn. Natürlich können sie es fühlen und niemand will sterben. Deshalb fliegen Vögel davon, wenn du nach draußen kommst, weil sie nicht sterben wollen. Es ist nicht, dass sie dich nicht mögen. Sie haben nur Angst vor dir. Vögel sind schlau. Sie lernten vor Millionen von Jahren vor uns Menschen zu flüchten. Ich habe einen Vogel, einen von Tausenden vor meinem Haus. Er sitzt und wartet, dass ich das Futter bringe. Aber ich fürchte, er wird nicht lange leben.
Okay, Pabonka Rinpoche schlägt nun eine sehr interessante Richtung ein. Er sagt, wir können über die hoffnungslosen letzten Minuten von Tieren und Menschen, die sterben, sprechen. Wir können über die letzten paar Minuten sprechen, nachdem du von einem Auto überfahren wurdest. Wir können über die letzten paar Minuten mit Krebs im Krankenhaus sprechen. Wir können über diese letzten paar Minuten sprechen. Verstehst das Gefühl. Aber jetzt möchte ich, dass du dir vorstellst, jetzt möchte ich, dass du dir ein schönes, gesundes, junges Schaf in seiner ganzen Pracht vorstellst. Zufrieden kaut es Gras auf dem Gipfel des Berges. Lass uns jetzt nicht über ein Schaf sprechen, das sich in den Händen des Metzgers befindet. Reden wir doch über diese wunderschönen Monate und Jahre, die dieses Schaf grasend auf diesen idyllischen Weiden mit schönem, grünem Gras verbracht hat, fröhlich das Gras fressend. Mal ehrlich, was ist der Unterschied? In den Händen des Metzgers oder dein grünes Gras kauend auf dem Weg in die Hände des Metzgers, was ist der Unterschied? Pabonka sagt, was ist der Unterschied? Wenn du Mitgefühl für ein Schaf hast, während das Messer seinen Hals durchsticht, kannst du nicht auch Mitgefühl für das Schaf auf dem Berg haben, das schönes grünes Gras kaut, solange es jung und gesund ist? Siehst du nicht, dass es keinen Unterschied gibt? Es ist nur ein zeitlicher Unterschied. Die Situation ist die gleiche. Ihre Situation ist die gleiche. Der Zeitpunkt ist anders. Eins kaut, eins stirbt. Aber beide sterben, nicht wahr? Und gilt das nicht für alle? Jeder um dich herum stirbt. Also, versuche Mitgefühl zu entwickeln. Das heißt, versuche Freude am Fühlen des gemeinsamen Leides zu haben. Wir haben alle das gemeinsam. Einige von uns kauen Gras und einige von uns sind heute Morgen im Krankenhaus. Aber sind wir eigentlich nicht alle am selben Ort? Und dann kommst du zu einem Punkt, wo du siehst, dass Menschen, die das Gras kauen, und hier sind Menschen, die das Gras im Café Schwarzes Loch kauen. Na, komm schon, du kennst meinen Kaffee. Das ist mein schwarzes Loch-Kaffee. Okay, wieso heißt es schwarzes Loch-Kaffee? Ich habe dieses Kaffee gekauft. Wenn Geld nur in die Nähe des Kaffees kommt, verschwindet es wie in einem schwarzen Loch. Die Ausgaben sind unglaublich. Und eigentlich war der Typ, dem es vorher gehörte, ein berühmter Astronom. Und du kannst einige schwarze Löcher auf diesen Bildern sehen. Das sind seine Bilder von schwarzen Löchern. Und ich dachte, wir sollten vielleicht diese Bilder im Café behalten, weil das Geld in diesem Café in einem schwarzen Loch zu verschwinden scheint. Warum zeige ich dieses Bild? Wer will sich heute $100 verdienen? Wir haben ungefähr 7 oder 8 Veteranen-Dharma-Studenten hier. Wieso zeige ich das Peachtree Café? Ja, okay. $50 für Gelze, $50 für Tim. Ja, diese Leute essen die legendären Zimtschnecken im Peachtree Café. Übrigens, wenn du jemals nach Amerika kommst, musst du vorbeikommen und eine Zimtschnecke essen. Diese Leute, die dort sitzen und in Ruhe Opas Frühstück genießen, sie sind dieselben Menschen wie diejenigen, die im Krankenhaus an diesem Morgen an Krebs sterben. Sie sind genau gleich. Die Person, deren Kopf gerade durch die Windschutzscheibe ihres Autos schlägt. Gerade jetzt, irgendwo. Ihr Kopf durchschlägt die Windschutzscheibe ihres Autos. Vor 2 Minuten hat sie noch ihrem Mann eine SMS über das Frühstück geschrieben und jetzt stirbt sie. In diesem Moment stirbt sie. Diese Menschen, die gerade jetzt bei einem Autounfall sterben und die Menschen, die in Opas Café sitzen und ein wunderschönes Frühstück genießen, sie sind genau gleich. Sie sind alle genau gleich. Versuche das zu verstehen. Sie sind im selben Flugzeug, das runterfällt. Das bedeutet, es wird einen Tag geben,
Wenn du verstehst, dass die Person, die im Café sitzt und ein hochqualitatives und preiswertes Frühstück hat, und die Person, die bei einem Autounfall stirbt, genau in diesem Moment, irgendwo, genau gleich sind. Sie unterscheiden sich nicht. Also versuche Liebe für die Menschen zu empfinden. Komm schon. Wir alle haben einen Autounfall heute Morgen. Alles klar. Und diese Person, die im Café sitzt und stirbt, war deine Mutter. Vergiss nicht, worüber wir reden. Sie war deine Mutter. Sie hat für dich gesorgt. Dann, schlussendlich, kannst du, schlussendlich ist das eine Mitgefühlsmeditation. Schau dir die Menschen an. Geh in ein nettes Café. Wir wollen heute Morgen alle in ein Café einladen, weil heute unser letzter Drehtag ist. Ihr geht alleine in ein Café, einverstanden, Rob? Aber wir werden mit einem Haufen sterbender Menschen zusammensitzen und miteinander Zimtschnecken essen und einen Kaffee trinken. Und so, Nyingje-gom. Du musst nicht auf einem Meditationskissen sitzen, um über Mitgefühl zu meditieren. Kannst du in ein Café gehen und die Menschen betrachten, einschließlich dich selbst. Das hier ist ein wunderschönes Wort. Es bedeutet, wenn du gut darin wirst, wenn du gut darin wirst, wenn du es gut machen kannst in einem Café, ich gebe dir einen Hinweis, wie man es noch intensiver macht. Ich gebe dir einen Hinweis, wie man es intensiver macht. Wir haben 10 Jahre mit den beiden unteren Abschnitten des Lamrim verbracht. Du und ich haben 10 Jahre mit den Stufen für Menschen mit der niedrigen Motivation und den Stufen für Menschen der mittleren Motivation verbracht. Wir haben 10 Jahre damit verbracht. Wir haben uns durch alle Höllenreiche, die Tierreiche, die Präterreiche, das Leiden der Menschen gekämpft. Ganz ehrlich, wir haben das jahrelang gemacht. Aber diese Kontemplationen in den unteren Abschnitten des Lamrim waren fokussiert auf mich. Ich war in der Hölle. Ich war ein Tier. Ich war ein Hungergeist. Sie waren alle auf mich fokussiert. Nimm das als eine Grundlage. Nimm das als eine Grundlage und dehne es auf andere Menschen aus. Das ist alles. Er beruft sich also auf deine 10 Jahre Lamrim. Er sagt, schau, verschwende die 10 Jahre nicht, die du nur damit verbracht hast, um hierher zu kommen. Vergiss nicht, die Schritte für Menschen mit niedriger Motivation sind wie die ersten Steine einer Mauer und sie stützen die späteren Steine der Mauer. Also, nutze die Meditation, die du seit 10 Jahren machst und dehne sie auf jeden im Café aus. Du kannst darüber meditieren, wie viel Leid Menschen gehabt haben und wie viel Leid Menschen gerade jetzt haben. In Krankenhäusern, bei Autounfällen, auf der ganzen Welt. Okay, neuer Absatz. Vergiss jetzt den Autounfall. Einige deiner Mütter sind in den Höllenreichen, in einem Land aus Stahl, und es ist rotglühend heiß. Sie leben auf einem Kontinent aus Stahl und es ist rotglühend heiß. Egal, wo sie hinrennen, sie verbrennen. Der gesamte Kontinent ist eine rotglühende heiße Platte, wie eine Bratpfanne. Und deine Mütter rennen genau jetzt hoffnungslos über diesen Stahl. Es gibt keine Hoffnung für sie und sie können nirgendwo hingehen. Sie können einfach nur weiterrennen. Einige von ihnen werden in geschmolzenem Stahl getaucht. Gerade jetzt, während wir sprechen, einige der Menschen, die deine Mutter waren, werden gerade jetzt in geschmolzenes Stahl getaucht. Einige von ihnen sind Geister in diesem Reich. Sie laufen wie wild herum, um ein Stück Spucke oder ein Stück Scheiße zu bekommen. Sie sind Hungergeister. Sie versuchen, irgendetwas zu essen, egal was. Sie haben nicht das Karma, irgendetwas zu sehen, außer ein bisschen Pipi oder etwas Ähnliches.
Versuche also, dein Gefühl auszudehnen, dass wir alle im gleichen abstürzenden Flugzeug sind. Versuche, das Gefühl auf all die Wesen in anderen Reichen auszudehnen. Ich habe hier ein Bild. Ich habe versucht, ein Bild von einer Bratpfanne zu finden. Ich hatte nicht viel Glück. Ich habe ein Bild. Es ist eine Art Grill. Wenn du über die Höllenreiche nachdenken müsstest und sagst, oh, Gesche, aber das ist nur ein Hühnchen. Nein, alle Teile der Höllenwesen schauen genauso aus. Wahrscheinlich würdest du, wenn du dorthin gingst, denken, jemand kocht Hühnchen. Aber es sind Menschen und so fühlt es sich dort an. Lasst uns noch ein wenig weitermachen. Wenn du es schaffst, eine Art geteiltes Leidensgefühl mit diesen Wesen zu entwickeln, die über das heiße Metall im Höllenreich rennen. Und dann kannst du deine Augen schließen und über das Schaf am Berg nachdenken, das glücklich das Gras frisst. Und das Schaf mit dem Messer halb durch die Kehle. Es gibt nur einen zeitlichen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied der Realität. Beide sterben. Beide haben das Messer an ihrer Kehle. Dann gibt er ein sehr interessantes Beispiel. Hast du das Bild für mich, Patschi? Wo ist das Bild? Die Webseite, die ich für meine Bilder nutze, ist geschäftlich. Es ist eine Business-Website. Ich nutze sie für DCI. Ich zahle jeden Monat dafür viel Geld. Du kannst dort 10.000 Bilder erfolgreicher junger Menschen finden. Denn das ist der Traum. Das ist der amerikanische Traum, das ist der Traum der Welt. Diese erstaunlich klugen, jungen Menschen bekommen bald ihr erstes Baby, verhandeln gerade über ihr erstes Haus. Er ist in seinem neuen Tesla zum Immobilienmakler gefahren. Du schaust diese Menschen an und sagst, Leute, wenigstens geht es jemandem gut. Wenigstens hat jemand ein gutes Leben. Sie sind verliebt. Dieser Typ sieht aus, als hätte er große Muskeln. Sie ist süß. Er hat Haare auf seinem Kopf. Sie sind dabei, ein neues Haus zu kaufen. Wenigstens hat irgendjemand ein gutes Leben. Vielleicht ist mein Leben irgendwie schwierig und langweilig, aber Gott sei Dank gibt es einige kluge, gesunde, reiche, junge Menschen. Das macht mich glücklich, das zu sehen. Ja, und dann sagt er nochmals, das bedeutet, sie sehen gut aus. Sie sehen gut aus, aber sie leiden an der zweiten Art des Leidens. Sie leiden an der zweiten Art des Leidens. Für $100. Plötzlich ist Tim aufgewacht. Seine Augen. Leiden des Leidens, nein. Leiden unter Schmerzen, nein. Komm schon. Ach, stornieren wir die Wette. Das ist die zweite Art des unsichtbaren Leidens, wobei die Menschen die Ursachen für späteres Leiden sammeln. Pokyen-Dok bedeutet, sie sehen erfolgreich aus, jung, strahlend, glücklich. Und sie erreichten das, indem sie arme Menschen in Afrika ignorierten, durch Kauf von Aktien von den Erdölkonzernen, die die Erde vergiften. In Arizona fahren sie zum Immobilienmakler mit einem Auto, das 40 Menschen aufnehmen könnte, weil sie ein neues Auto wollen. Sie verbrennen einfach das Öl der Welt. Und sie töten die Welt, indem sie dieses große Auto nur für eine Person nutzen. Sie sind die Schafe auf dem Berg, weil sie in den Ursachen des Leidens schwimmen. Sie schwimmen in den Ursachen des Leidens. Leiden diese beiden jungen Menschen? Ja, warum? Sie schwimmen in den Ursachen des Leidens. Alles, was sie konsumieren,
Alles, was sie ansammeln, verletzt andere Menschen. Der Großteil des Konsums, den sie genießen, weil sie jung und klug sind und sie für eine Weile mehr Geld verdienen können, verletzt andere Menschen. Ja, das bedeutet, sie sehen gut aus, aber sie sammeln auf jeden Fall die Ursachen, die sie in die unteren Reiche bringen werden. Sie ignorieren diesen Planeten. Sie ignorieren die armen Menschen auf diesem Planeten. Sie missachten die Älteren, die Kranken. Sie haben Spaß und sie sammeln die Ursachen. Sie sind die Schafe auf dem Berg. Sie sind nicht anders, als wenn sie die Ursachen sammeln, um ein Hungergeist zu werden. Sie unterscheiden sich nicht wirklich von einem hungrigen Geist. Sie sind genau gleich. Versuche zu verstehen, dass sie genau gleich sind. Im Grunde vermasseln wir alle die ganze Zeit. Nicht nur junge, karrierebewusste Menschen. Wir alle vermasseln die ganze Zeit. Wir alle fahren Autos, die wir nicht wirklich brauchen. Und ja, wir schwimmen in den Ursachen für die zukünftigen Leiden. Natürlich solltest du Mitgefühl haben, wenn deine Mutter in diesem Leben an den Ursachen des zukünftigen Leidens gearbeitet hat, wenn sie Spaß hatte, aber die zukünftigen Schmerzen für sich selbst verursachte, zum Beispiel Überessen. Überessen, das ist ein perfektes Beispiel. Das ist eine Ursache für zukünftiges Leiden, Diabetes, Herzprobleme. Aber das ist noch kein Leiden im Moment. Versuche auch Mitgefühl für die Menschen zu haben, die so aussehen, als ob es ihnen gut geht. Aber in Wirklichkeit sammeln sie nur die Ursachen für zukünftiges Leiden. Und dann versuche es von deiner Mutter auf deine anderen Verwandten zu erweitern. Und hier ist ein Wort, Tsotse bedeutet alle Anstrengungen und die subtilen, schlechten Taten, die du begehst, um ein besseres Leben zu haben. In Amerika sagt man besseres Leben. Du hast ein größeres Haus, du hast ein schöneres Auto, du hast schönere Klamotten. Diese Anstrengung, ein größeres Haus, größeres Auto, schönere Kleidung zu bekommen, kann oft, nicht immer, das Betrügen anderer Menschen einbeziehen, das Verletzen anderer Menschen, Missachten anderer Menschen. Und so sammelst du nur schlechte Taten. In Amerika nennt man es gutes Leben oder besseres Leben. Es gibt da ein anderes Wort, das gute Leben, das gute Leben. Alles klar. Und hier haben wir ein Bild. Hast du es? Ich denke, das ist eine Geschäftsfrau und ein Geschäftsmann. Nächstes Bild. Also, hier, ich habe das Gefühl, dass dieser Typ die Dame betrügt und sie weiß es. Ich meine, normalerweise, wenn du schon eine Weile im Geschäft bist, kannst du es riechen, wenn jemand versucht, dich zu betrügen. Und er sagt, ja, unterschreiben Sie einfach. Und sie antwortet, nein, ich glaube nicht. Sie denkt darüber nach. Sie hat Mitgefühl mit ihm, weil er ein netter Kerl ist, der versucht, mehr Geld zu verdienen, und er erzählt ein paar kleine Lügen, mehr nicht. Sie sieht seine Zukunft. Wow, das ist heute eine lange Klasse. Nun gut, nur noch eins. Schau, selbst wenn du in einem höheren Reich bist und du es sogar in das menschliche Reich geschafft hast, hast du noch immer die 3 Arten von Leiden. Leiden des Leidens, Rückenschmerzen. Leiden der Veränderung, ein schönes Frühstück oder Brunch in einem Café. Und allgemeines Leiden, Altern und Tod. Und das passiert die ganze Zeit als Hintergrund von den anderen 2 Leiden.
Menschen wie dieses junge Paar, sie erleben auch alle drei Arten des Leidens, die ganze Zeit. Darüber hinaus haben sie ein, ich würde sagen, verschwenderisches Verhalten, indem sie die Umwelt verletzen und die Ursachen sammeln, um in der Zukunft mehr zu leiden. Also, sie haben ein gutes Leben, das aber immer noch getrübt ist von allen drei Leiden, und sie sammeln die Ursachen für ein wirklich schlimmes, mittleres Lebensalter. Das wissen wir haben es gesehen. In Ordnung. Und alle anderen Lebewesen sind gleich. Sie haben alle drei Arten des Leidens, die in jedem Lebensalter die ganze Zeit fortdauern. Jeder um uns herum, einschließlich uns, erschafft Samen, die uns mehr Probleme in der Zukunft machen. Und hier kommt die Formel für die Unermesslichen. Und dieses ist das unermessliche Mitgefühl. Wie schön wäre es, wenn sogar dieses strahlende junge Paar nicht die ganze Zeit die drei Arten des Leidens hätten und sie nicht die Welt verletzen und Ursachen für das zukünftige Leiden ansammeln würden. Wäre das nicht schön? Wäre das nicht schön? Hier fehlt etwas. Deta bedeutet, sie sollten frei von diesem Leiden sein. Was bedeutet das? Ich werde es tun. Ich sorge dafür, dass sie aus den Schwierigkeiten kommen. Und das ist Mahakaruna. Das ist großes Mitgefühl. Nun gut, wir werden in der nächsten Klasse weitermachen mit Laksam. Was bedeutet Laksam? Persönliche Verantwortung. Wir haben Mitgefühl beendet. Yay, du hast Mitgefühl abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Klasse.